Herzlich willkommen zurück. Die Durstphase hat ein Ende. Wir sind Yvonne und René und entführen euch nach Afrika. Hier leben wir unseren Traum, reisen ohne Zeitlimit mit dem eigenen Fahrzeug, fernab der Normalität. In dieser Woche fahren wir raus aus Sambias Hauptstadt Lusaka in Richtung Nordosten und müssen uns nachts 20 Männern mit Macheten stellen, die unser Fahrzeug umringt haben. Kommt mit und begleitet uns dabei. Jetzt ist es tatsächlich soweit, wir haben uns jetzt verabschiedet von all unseren liebgewonnenen Mitmenschen hier in Lukasa in Lusaka. Es ist ja kein Versprecher, sondern hier das Haus heißt Lukasa Bed and Breakfast. Sehr zu empfehlen. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Sehr, sehr nette Gastgeber, sehr schöner Garten und überhaupt alles sehr schön. Wir haben jetzt 10 Tage unser Auto auf den Kopf gestellt, einmal rund erneuert und jetzt gehen wir. Denn die Abenteuer warten schon erst recht mit so einem schicken Auto. Er fühlt sich auf jeden Fall viel leichter an ohne diese Holzoptik und wir sind glücklich, die Arbeit auf uns genommen zu haben. Wenn euch die Verwandlung von Tempo interessiert, schaut euch die letzten 3 Folgen nochmal an. Wir brennen auf jeden Fall darauf, wieder raus ins Off zu kommen, doch das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. So, wir fahren durch Lusaka, was einem Ameisenhaufen gleicht. Hier richtig in Downtown. Hier tobt der Bär, hier gibt es Straßenstände, wahnsinnig viel Verkehr. Es gibt auch, wenn ich jetzt mal hier zur Seite rausgucke, überall gibt es ganz, ganz große Kirchen. Jesus Christ is the Lord Universal. Wir müssen hier durch die Stadt heute durchfahren. Wir wollen nochmal in eine besondere Mall dort einkaufen gehen. Wir brauchen noch Kartenmaterial für die kommenden Länder, die wir uns dort erhoffen. Wir haben auf jeden Fall entschieden, dass wir noch in einen Nationalpark doch hier in Sambia gehen. Wir werden in den Southern und Northern Luanga National Park reingehen. Der soll sehr schön sein. Der liegt quasi auf unserem Weg. Wir haben ja beschlossen, Sambia ansonsten ein bisschen zur Seite zu lassen und erst wieder im nächsten Jahr uns vorzunehmen, weil wir versuchen wollen, noch vor der schlimmen Regenzeit oben in die Länder Burundi und Ruanda reinzukommen. Da haben wir nur 2 Monate Zeit. 1,5 Stunden schon unterwegs durch die Stadt und wir haben, glaube ich, noch nicht mal, wenn man hier auf die Karte guckt, wir sind gerade mal ins Stadtzentrum vorgedrungen. Wir haben noch ein ganzes Stück hier raus. Und ich frage mich gerade, wie viele Einwohner Lusaka überhaupt hat. Ich gar keine Ahnung. Ich muss jetzt mal gucken. Da ich mich ja mehr auf den Verkehr konzentrieren musste, habe ich jetzt von meiner Assistentin beauftragt nachzuschauen. 2,2 Millionen Einwohner hat Lusaka. Um unseren Abreisetag jetzt kurz zu komplettieren, es ist 3:22 Uhr und wir sind jetzt langsam in den Randgebieten von Lusaka. Wir haben immerhin eingekauft, wir waren im Baumarkt, das hat alles relativ viel Zeit in Anspruch genommen, aber am meisten in Anspruch genommen hat uns doch der Verkehr. Hello, how are you? What? I have no. We have a foreign country registered car. Das ist gerade schon mal ein schöner Zirkus. Wir stecken hier am Mauthäuschen. Wir müssten eigentlich nur 20 Quatscher bezahlen, aber die wollen irgendwelche Dokumente von uns haben, die wir gar nicht haben. Jetzt holen wir mal alles raus, was wir irgendwie haben, um irgendetwas zu zeigen. Und hoffen, dass es dann weitergeht. Was ein Zirkus. Die wollte irgendein voraussichtlich grünes Dokument von uns, was wir angeblich hätten bei Einreise bekommen sollen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, 1 Euro investiert, jetzt habe ich dieses Ticket gekriegt. Das hat jetzt gedauert, eine halbe Stunde. Keine Ahnung. Das war die erste Tollstation. Das wird jetzt bei allen passieren. Nach dem ganzen Zirkus da an dem Office eben, habe ich jetzt nochmal Revue passieren lassen, wie das wirklich bei der Einreise war. Ich schreibe mir mittlerweile auf, wie es abläuft und konnte tatsächlich sehen, wir haben damals 20 US-Dollar Road Toll bezahlt und jetzt haben wir uns eben nochmal auf die Suche gemacht, diesen Zettel dazu zu finden, die Quittung, und haben sie tatsächlich gefunden. Rund um Lusaka ist es etwas schwierig, einen Nachtplatz zu finden, aber wir haben es jetzt geschafft, in so einem kleinen Seitenstich, in einer kleinen Seitenstichpiste
Meistens führen die irgendwie zu so einem Sendemast. Stellen wir uns jetzt einfach hier an die Seite. René baut uns gerade ein bisschen, dass wir gerade stehen können, weil viel Durchgangsverkehr wird es hier nicht geben. So, schönen guten Morgen. Die erste Nacht nach Lusaka ist hinter uns. Und heute nehmen wir Richtung Petoki eine Straße, wo wir dann einen Track in Richtung South Luangwa nehmen. Da fahren wir jetzt mal los. Die Strecke, die wir durchfahren, wird immer hügeliger und die Straße leider auch immer in einem schlechteren Zustand. René muss immer wieder stark abbremsen, weil wahnsinnig dicke sogenannte Potholes auf der Straße sind, die so ein Auto mal ordentlich zerdüllern könnten, wenn man da mit richtig Geschwindigkeit durchfährt. Wie man hier rechts und links sieht, ist ja hier viel der Fläche schon verkohlt oder ist verkohlt. Und die Feuer, die hier gelegt werden, werden absichtlich gelegt. Das heißt Late Burning. Das ist gegen Ende der Trockenzeit wird das gemacht, damit die Natur wieder, sobald der erste Regen bald fällt, gleich der Regen direkt auf den Boden fällt, anstatt auf das trockene Gras und die Grassamen gleich wieder aufsprießen können. Da sieht man jetzt mal zumindest den Qualm, wie es brennt. Man muss halt einfach sagen, da wird nicht nur der Boden für frisches Grün aufbereitet, sondern einfach mal alles zerstört. Kleinstlebewesen haben keine Chance zu entkommen. Die Futtergrundlage vieler Tiere wird durch so ein gezielt gelegtes Feuer zerstört. Von dem CO2-Ausstoß wollen wir erst gar nicht anfangen zu reden. Aber die Länder hier haben sowieso andere Probleme, bis sie zur Bekämpfung solcher Situationen kommen. Man sieht keine Maus, man sieht einfach gar nichts mehr. So ein bisschen frustrierend ist das schon. Ich glaube auch nicht wirklich, dass das so gut ist für die Natur. Egal wie es aufgeschrieben wird. Und das kann auch nicht nur ein kleiner Buschbrand sein, so schwarz wie das ist. Da brennt irgendwie ein Müllhaufen. Hier fahren wir jetzt durch Unyanya, heißt es, glaube ich. Das ist jetzt hier im Zweiländereck Sambia, Mosambik und immer noch auf unserem Weg zum Lower Zambezi. Oh, hier ist Police Check, da muss ich mal die Kamera wegmachen. Es ist 2:45. Über 40 Grad draußen und leiernde Müdigkeit macht sich bei uns bemerkbar. Es ist elendlang. Unser Auto quietscht. Irgendwas überhitzt unten an den Bremsen. René hat jetzt schon mehrfach kurz angehalten, aber es wird wahrscheinlich wirklich einfach nur die Hitze sein. Wir nutzen jetzt hier nochmal die Gelegenheit, um voll zu tanken, weil wir ja nicht wissen, wie die Verhältnisse im Park und vorm Park sind. Und hier kann man nochmal tanken, mit Karte zahlen. Und unser Tankvolumen hier sind schon bei 66 Liter. Das hört gar nicht auf zu laufen. So, Schluss. Nach 6 Stunden gähnendem Asphalt sind wir jetzt in Petoki endlich abgefahren und fahren jetzt Richtung Luangwa-Tal. Ihr seht es ja sicherlich an dem Schatten, der vor uns herläuft. Es wird immer später, aber die Besiedlungen reißen nicht ab. Mission Impossible ist possible geworden. Unser Versuch Nummer 2 ist jetzt gelungen. Ein nicht ganz so sexy, aber ich finde ihn vollkommen in Ordnung. Platz. Wir sind jetzt einfach mal hier in diesen kleinen Wald reingefahren. Da hinten dran ist die Straße, wo die Sonne gerade untergeht. Da hört man irgendwelche Stimmen. Das ist das nächste Dorf schon wieder. Aber wir sind jetzt einfach ganz leise. Ja. So, Kommando Pimperle zurück. Mein Mann fühlt sich nicht wohl. Der denkt, wenn man sich so versteckt, die denken dann was Böses von einem. Also suchen wir uns jetzt einen neuen Platz. Also einfach ein Stück weiter links von der Piste ab. Wir verstecken uns bewusst nicht, werden auch von den Locals gesehen, aber bleiben unbehelligt bis wir ins Bett gehen. Schon fast eingeschlafen werden wir von Männerstimmen und Klopfen geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sehen wir 25 bis 30, teils mit Macheten bewaffnete Männer vor dem Auto stehen. Und wie das ausging, erklärt euch René jetzt. Schönen guten Morgen. Ich versuche mal, unsere Nachtplatzsituation zusammenzufassen.
Gestern, es war ja relativ spät, als wir aus den Städten rausgekommen sind und so, waren wir natürlich auch spät unterwegs hier auf der Piste. Und ja, es war schon 5 Uhr und um 6, halb 7 wird es halt auch tatsächlich schon dunkel. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Platz finden, bevor es dunkel ist, weil in der Dunkelheit einen Stellplatz suchen ist eigentlich immer eine Katastrophe. Jetzt war es so, wir haben den ersten Stellplatz haben wir einen gefunden gehabt, neben der Piste, raus in den Busch, aber das war mir dann nicht so ganz koscher gewesen, weil wir haben dann festgestellt, dass direkt hinter uns wieder so ein Fußweg war und das ist dann immer ein bisschen eine blöde Situation, wenn dann doch wieder Leute vorbeikommen und die können einen nicht zuordnen und wissen nicht, was man da macht. Und in der Regel haben die dann natürlich auch ein bisschen Angst vor einem. Man muss immer aufpassen, dass man nicht auch noch selber Angst hat, weil zweimal Angst ist immer, ich sag mal, ein Potenzierer oder ein Eskalationsproblem kann daraus entstehen. Dann sind wir also weitergefahren, wieder Stellplatz gesucht und dann wurde es auch schon dunkel. Dann haben wir aber hier diesen Platz gefunden. Da vorne, ich schätze mal 300 Meter, ist die Hauptpiste. Dann haben wir uns hier hingestellt, war auch alles schön ruhig. Dann hat sich nur später, als es dunkel war, konnten wir sehen, dass da vorne ist quasi ein Weg. Da sind immer ein paar Taschenlampen lang gelaufen oder mal ein Fahrrad lang gefahren. Und ja, wir irgendwann ins Bett und dann ist es natürlich passiert, wie es kommen musste. Irgendwann großer Tumult rund ums Auto. Ich weiß nicht, 20, 30 Leute rund ums Auto, wahrscheinlich waren es nur 20, gefühlt dann 30, mit Macheten in der Hand und Stöcken und alles, kamen hier die männliche Dorfbelegschaft. Das Dorf ist nämlich dort anzutreffen, die hatten auch vorher getrommelt, das konnte man auch ganz gut hören. Kamen hier an, weil sie selber besorgt waren, was steht hier so ein Auto bei denen quasi im Weidegrund. Ich bin dann in meiner Unterhose hier rausgesprungen, stimmt nicht, ich habe mir vorher noch eine Hose drüber gezogen, damit ich auch aussehe wie ein zivilisierter Mensch. Mehr oder weniger mit erhobenen Händen. Erhobene Hände ist falsch. Ich gehe, ich sag mal, freundlich, höflich raus, leuchte mich selber auch mit der Taschenlampe an, damit die Leute mich erkennen können und bin einfach erstmal nur freundlich, gehe aus dem Auto raus, gehe auf die Leute zu, schüttel ihnen die Hände und damit nimmt man erstmal die Spannung so ein bisschen aus so einer Situation raus. Die haben Angst vor uns. Riskant ist es, wenn auch ich Angst hätte. Weil das ist so, dann trifft was aufeinander, was nicht gut ist. Dann verhält man sich auch relativ schlecht, wenn man Angst hat. Die Frage von den Leuten ist nicht immer, ob wir hier Diebe sind, ob wir Räuber sind, ob wir denen das Vieh klauen wollen. Natürlich wollen wir keine Kuh klauen, die passt ja noch nicht mal ins Auto. Aber so entspannt sich dann auch noch so eine Situation dann ganz schön. Da wird noch ein bisschen gesmalltalkt, da wird ein bisschen gelacht und danach sind doch wieder alle glücklich und zufrieden. Und dann sind die auch sofort wieder abgezogen. Heute Morgen noch vorm Aufstehen, wieder Geräusch vom Auto, war der Dorfchef wieder mit hier gewesen. Wir wieder einen kurzen Schnack gehalten und dann war auch wieder alles gut. Die möchten einfach wissen, was hat hier ein Fremder zu suchen? Man muss sich immer mal vorstellen, wenn zu Hause irgendwo bei einem im Vorgarten plötzlich jemand steht und fremdländische Herkunft mit einem Erscheinungsbild, was man so gar nicht kennt. Dann hätte man wahrscheinlich auch Angst vor denen und wird bei uns zu Hause die Polizei rufen. Ja, in Summe, ich finde das immer irgendwie schöne Situation noch, weil das immer so was Zwischenmenschliches ist. Es ist spannend. Der Fehler ist eigentlich, sich heimlich irgendwo hinzustellen, weil in dicht besiedelten Gebieten wird man auf jeden Fall gesehen. Und da hinten kommt die Dame, die danach die Nacht nicht mehr geschlafen hat wahrscheinlich. Ich kann mich dann wieder hinlegen und schlafe einfach weiter. Ist ja nichts Schlimmes gewesen, alles war gut. So, Motor läuft, innen drin ist alles verstaut. Die zweite Nacht im Off ist glücklich hinter uns gegangen, nachdem wir Besuch von dem Dorf in der benachbarten Umgebung hatten. Und jetzt kann es losgehen. Schön, wie er gesagt hat, er kann sich wieder hinlegen und weiter schlafen, oder? In solchen Momenten möchte ich dann einfach die Machete rausholen. Schlafen nach so einer Situation, dass ich nicht lache. Aber nichtsdestotrotz, das müsst ihr euch auch noch mal bitte überdenken. Die haben Angst vor uns, Viehdiebe, Wilderer, was wir nicht alles sein können. Immer zu bedenken ist, Englisch kann da kaum jemand. Die Gespräche finden in feinstem Hände- und Füße-Kiswahili statt. Wir durchfahren jetzt gerade den Luangwa, allerdings in einem Trockenbett.
sehe ich doch hier so was Spannendes rumliegen. Ein riesen verkohltes Stück Baum. Ich tippe, dass es mal wahrscheinlich ein Baobab war. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das sind nämlich hier alles irgendwie verbrannt. Aber der muss auch einmal abgeschnitten worden sein. Oder gehackt. Jetzt können wir hier mal reingucken. Das Ding ist wie ausgehöhlt. Mal gucken, wer hier drin wohnt. Niemand. Hello, 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 hello. No money. We have no money. How are you? How are you? Fine? Are you okay? Yeah? Okay, bye bye. Bye Bye bye. Bye bye. Und wenn wir schon dabei sind, lasse ich auch mein Sprüchlein wieder los. Wenn ihr uns bei unserer Arbeit mit den Filmen unterstützen oder einfach eure Wertschätzung ausdrücken möchtet, findet ihr den Link in der Videobeschreibung oder in unserer Bio. Wir freuen uns immer über alles. In gleichem Atemzug auch die Erinnerung, uns gerne ein Abo dazulassen, einen Kommentar, einen Daumen hoch oder einfach alles zusammen. Denn neben der enormen Motivation hilft es auch unserem Kanal immer weiter zu wachsen, was uns ja auch immer wieder freut. Mensch, welche Freude hier heute. Ob das interessant wird? Das geht gerade noch so. Aber hier sieht man eindeutig, wie das Wasser in der Regenzeit die Brücke einfach weggeschwemmt hat. Das haben sie jetzt mit Steinen aufgepolstert. Wir kamen gut durch. So, kurze Panne und zacka zacka ist das ganze Dorf da. Nicht weiter filmen. Ja. Aber wir fahren jetzt gleich mal weiter. Ja, löst sich nur vom Kühler die Lüfterverkleidung, die rappelt die ganze Zeit. Und ja, ich habe so keine Lust jetzt hier anzufangen, eine kleine Schrauberei, dazu ist nicht wichtig genug. Okay, dann fahren wir weiter. Okay, thank you guys. Bye bye. Also jetzt steigt er mal aus, hier im Schatten auf einer Brücke. Mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen, bis das Dorf uns herumkommt. Das Geräusch aber nicht da, ja? Nein, das ist Gummigeräusch. Nein. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Rest des Luangas während der Regenzeit. Der Rest sieht scheinbar jetzt gerade so aus. Ich bin gespannt, weil irgendwo sind ja Hippos, irgendwo muss ja wieder Wasser kommen. Aber ich schätze mal, dass wir quasi hier jetzt, das haben wir noch nicht kontrolliert, dass wir hier jetzt flussabwärts sind, dass der quasi in diese Richtung, aus der wir gekommen sind, hinunter fließt. Und wir ihn dadurch hinauffahren. Genau. Der würde uns entgegenkommen, wenn er Wasser hätte. Tja. Lege ich mich jetzt auch unter das Auto. Ich habe wenig Lust, aber ich lieber frühzeitig geguckt als später den Ärger. Ist ja immer mein Motto. Ziehe ich mich um dazu oder lege ich mir in super sauberen Klamotten unter das Natürlich Auto? nicht mit den sauberen Klamotten. Und so schnell ist mein Mann wieder dreckig. Schnell die Arbeitskleidung an und runtergekrochen. So schnell konnte ich gar nicht filmen. Aber immerhin die Arbeitskleidung angezogen. Das war bis vor 4 Wochen noch Alltagskleidung. Die wurde disqualifiziert. Komisch, warum nur? Ich zeig's euch nicht. Die Frage ist ja eher, was du jetzt machst. Ich mache jetzt mit einem Stecken, mache ich jetzt eine Klemmvorrichtung, damit das nicht mehr klappert, was die ganze Zeit klappert. Was du denkst, was klappert? Genau, um festzustellen, weil das ist nur ein Kunststoffteil, was klappert vom Kühler, um festzustellen, ob nicht was Schlimmeres klappert. Kurze Zwischenbilanz nach 10 Metern. Es klappert immer noch. Vermutlicherweise ist die Buchse vom Stabi weggeflogen, weil das Geräusch ist das hier. Ja, da haben wir es. Hello, how are you? Oh, nice cars. Very good. Super. Guckt mal hier. Da. Wow. Great cars. Guys. Ja, die machen keine Geräusche, die klappern nicht. Die klappern nicht, aber die machen eine Ausfahrt. Tip top. Nice to meet you guys. Bye. Ja, also Klappern gefunden.
Und da ich ja so ein Typ bin, der immer mal unter seinem Auto liegt, habe ich ja schon vor diversen Monaten gesehen, bye bye, Bye, bye. dass die Stabi-Buchsen nicht mehr aussehen wie neu. Und ich glaube, ich habe nagelneue Stabi-Buchsen dabei. Da kann ich mir einen schönen Strich, grünen Strich auf die Liste machen. Grüner Strich wie gut, ich hab's dabei. Roter Strich wie blöd, ich hab's nicht dabei. And this way to the school, huh? It's Tembo. Bye bye. Jetzt muss ich glaube ich noch mal kurz was sagen. Sambia, die Strecke Petoki nach Mufube ist schon irgendwie landschaftlich gar nicht so spektakulär, aber es reiht sich hier ein Dorf an das andere. Und wir sind jetzt schon gut 100 Kilometer von der Hauptstraße mittlerweile weg ins Land reingefahren. Und immer noch kommt hier ein kleines Dörfchen am anderen. Es sind alles ganz ursprüngliche afrikanische Wundhüttendörfer. Hier gibt es nichts, hier gibt es keinen Strom, hier gibt es keine Infrastruktur, hier gibt es in Wahrheit gar nichts. Außer fröhliche, lächelnde Menschen. Es gibt generell, ich würde sagen, mehr Kinder als Erwachsene und Brunnen gibt es regelmäßig mal. Also ist eine Wasserversorgung in der Grundform gewährleistet. Aber es ist sehr spannend, sehr schön. Die Menschen ganz toll, nett. Also es macht unglaublich viel Freude, hier lang zu fahren. Das ist ein Checkpoint hier. Da muss ich René jetzt eintragen. Wie viel Uhr haben wir? 13 Uhr, ja? 13:20 Uhr. Aber wir müssen nichts zahlen. Bye bye. Ab hier beginnt Bye, thank you. Wildlife Area. Jetzt sind wir ja gerade in die Wildlife Area eingetreten und was ist? Sofort haben wir die Hinterlassenschaften meiner großen grauen Freunde getroffen, nämlich der Elefanten. Eine ganz große interessante Sache ist, hier in Sambia gab es ganz schlimme große Probleme mit der Wilderei. Gerade in den 70er Jahren und hier in der Wenge-Region war es so, dass eine ganz interessante Entwicklung war. Mitte der 70er bis Ende der 80er, in einem Zeitraum von 15 Jahren, ist eine evolutionäre Geschichte passiert. Und zwar die Zahl der stoßzahnlosen Elefanten ist um 15%, 15 waren es, oder? 15% gestiegen. Das heißt, die müssen in irgendeiner Form gemerkt haben, hallo, Stress oder sonst irgendwas, dass sie ihre Stoßzähne nicht mehr produziert haben. Und das ist bis heute so geblieben. Außerdem sind die Elefanten etwas kleiner als üblich. Ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir ja schon die Hinterlassenschaft gefunden. Wann sehen wir die ersten meiner großen grauen Freunde? Dieses Phänomen gibt es auch bei den Elefanten in Mosambik während und nach dem Bürgerkrieg. Es betrifft scheinbar hauptsächlich die Elefantenkühe. Meine Weisheitszähne sind schon draußen. Ob ich wusste, welchen Stress mein Mann mich hier mal aussetzen wird? Ich kann euch sagen, da draußen ist es richtig heiß. Wir haben hier weit über 40 Grad. Allerdings ist das hier ist das gar nicht so schlecht zu vertragen, auch ohne Klimaanlage, weil es ist eine unfassbar trockene Hitze. In der Zukunft, wenn wir jetzt irgendwie weiter nördlich kommen, dann wird das ja so feucht warm und da finde ich ja mitunter schon 25 Grad sehr unangenehm, wenn alles so beppt. Hier schwitzt man halt, aber es lässt sich alles echt gut aushalten. Und heute Nacht haben wir uns sogar zugedeckt. Ich glaube, da hat es abgekühlt auf 24 Grad. Mir das echt noch sehr angenehm. Nachts wird es tatsächlich noch kühl. Also hier geht es eindeutig nicht entlang. Also müssen wir mal gucken, dass wir hier wenden. Hier sind ganz viele kleine Fliegen um mich herum.
Man nennt das Wenden in 3 Zügen. So viel dazu, dass es in der Wildlife Area keine Dörfer gibt. Hier reiht es sich weiterhin ein Dorf an das andere und es ist ganz viel verbrannt. Es ist ja irgendwie schon so, dass der Mensch das Tier hier verdrängt und das ganz große Hin und Her, das zwischen dem Tierschutz und dem Menschenschutz halt hier gibt. Wenn wir eines gelernt haben, dann wie wichtig auch der Tierschutz und Nationalparks auf diesem Kontinent sind, wo die Bevölkerungszahlen explodieren, das durchschnittliche Alter in vielen Ländern erschreckenderweise nur bei 15 bis 20 Jahren liegt, das Durchschnittsalter, und man beidem doch irgendwie gerecht werden muss, Menschen und Tieren. Ich nutze die Chance, mal im Schatten zu laufen. Schatten und einigermaßen ordentlich unter den Füßen. Ich höre es nur ein bisschen kruspeln neben rechts und links, aber es tut so gut zu laufen. Wir fahren hier jetzt durch Mopane-Wälder, aber wie ihr sehen könnt, ist alles blank. Das heißt, obwohl man häufiger jetzt schon die Hinterlassenschaften meiner großen grauen Freunde sieht, die haben hier noch immer nicht so viel zu fressen. Die werden immer noch woanders sein. Man sieht jetzt von uns aus links immer mal das Wasser durchscheinen. Aber wir sind noch weit von richtig feucht entfernt. Hier sieht man wieder, wie Elefanten an einem Baobab rumgemacht haben. Die mögen das gerne. Der ist wohl für unsere Verhältnisse nicht, aber für deren Verhältnisse relativ weich und saftig. Und deswegen fressen die immer an. Endlich sehen wir Tiere. Zebras, Impalas, da hinten sind Giraffen. Wir fahren jetzt wahrscheinlich gleich an meinen großen grauen Freunden vorbei. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine Gruppe gesehen. Für die, die ihre Freunde nicht kennen, es handelt sich um Elefanten. Da stehen sie auf jeden Fall. Oh, wenn man das in dem ganzen Gewackel sieht, und wir fahren wieder durch Wasser. Alles ist wieder da. Wasserbüffel, Wasserelefanten, alles da. Auch wieder die Frage, welches Loch hätten es denn gerne? Natürlich Wasserloch. Nur Momente später stellt sich heraus, unsere Wahl war die richtige Entscheidung, denn ein entgegenkommendes Fahrzeug bleibt in der anderen Spur erbärmlich stecken, eine Lieblingsbeschäftigung kurz vor Feierabend. Doch sie helfen sich schnell selbst heraus und somit ist unsere Hilfe nicht erforderlich. Glück gehabt. Da ist eine ganz große Gruppe. Ist das geil oder ist das nicht geil? Aber wenn man jetzt wirklich guckt, die meisten haben keine Stoßzähne. Das ist ja hochinteressant. Wenn das mal kein Träumchen ist. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass hier CC-Fliegen sind. Also eine haben wir gerade im Auto gehabt. Und wenn die Elis kommen, gehen sie hoffentlich brav diesen Weg hier runter. Weil hier ist direkt das Wasser. Wir werden es merken. Zunächst jedoch kommt das wohlverdiente Feierabendgetränk dran und wir genießen diesen Sonnenuntergang. Die Farbbrillanz lässt uns ehrfürchtig innehalten und einfach nur genießen. Wie mittlerweile üblich in Wildtierregionen nehmen wir zum Essen, es ist ja schon dunkel, unsere Premiumplätze auf dem Dach ein. Zum Glück kann man da nur sagen, denn während wir die Ruhe genießen, hören wir es hinter uns kruspeln. Irgendjemand läuft durch das trockene Laub in direkter Nähe an unserem Auto vorbei und als wir unseren Strahler anmachen, entdecken wir das. Tipptopp, wir sitzen hier gemütlich auf dem Dach und was ist? Da schleichen wir die Löwen um uns rum. Guck mal links. Gott.
Das fängt ja schon wieder gut an hier. Ein Riesenrudel. Aber ganz viele kleine auch dabei. Weil das Licht war dahin. Schau, man kann das sehen. Das ist ja der Hammer. Da kommen noch mehr. Da leuchtet noch irgendwas. Wow. Da kommt der Rest auch angelaufen. Halt mal die Kamera dahin. Nicht scharf. Und Frau Brands? Kannst du mal bitte dahin leuchten und nicht zu näher? Da ist schon ein Licht da und da funkt schon ein Auge. Und mit diesen Eindrücken, die ja immer schwer in Bildformat festzuhalten sind, verabschieden wir uns für dieses Mal. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir endlich wieder in Wildlife-Regionen unterwegs sind und entscheiden müssen, was schlimmer ist. Eine Herde wilder Elefanten direkt hinter unserem Auto oder die Kühlbox, die bei 44 Grad den Geist aufgibt. Wir danken euch für euer Interesse, empfehlt uns gerne weiter und wir laden euch herzlich ein, ab sofort wieder sonntags um 11 mit uns durch Afrika zu reisen. Bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye.